Mercedes hat den kleinen Bruder des EQS SUV vorgestellt, nämlich den EQE SUV. Deutlich kleiner und ebenso luxuriös kommt er 2023 auf die Straßen. Alle Infos, die Daten, die Preise und ob der EQE SUV sich lohnt, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Im Umfeld des Pariser Autosalons hat Mercedes-Benz das EQE SUV vorgestellt, als Vielzweckvariante der Business-Limousine EQE. Das vierte Modell auf Basis der reinen Elektroplattform EVA2 kommt gleich zum Start auch in einer sportlichen AMG-Variante. Optisch ist die Verwandtschaft zum EQS SUV unverkennbar. Sowohl von vorne mit der charakteristischen großen Dekorfläche der EQ-Modelle, die optisch einen Kühlergrill simuliert, als auch von hinten mit der über die gesamte Heckklappe geschwungenen Leuchtgrafik sind die Familienbande erkennbar. Das geht bis hin zu den an alte Auspuffzeiten erinnernde Zierblenden in der Heckschürze, an deren Querrippenanzahl übrigens Autonerds künftig die normalen EQE SUV von den AMG-Varianten unterscheiden können. 2 sind Standard, 3 sind AMG. Ein optischer Unterfahrschutz lässt den EQE SUV robust erscheinen und ist je nach Ausstattung in Chrom oder dunkel ausgeführt. Des Weiteren sind LED High-Performance-Scheinwerfer serienmäßig verbaut, das Tagfahrlicht ist in der typischen Fackelform gehalten. Sieht man sich den EQE SUV von der Seite an, dann fällt die Chromeinfassung in 3D-Optik auf. Die Außenspiegel sind aerodynamisch designt und sitzen auf der Brüstung, was wiederum akustische Gründe hat. Die Türgriffe sind auf Wunsch versenkbar und gehen dann flächenbündig in die Tür über. Das Heck zeichnet sich durch fließende Flächen und stufenlose Übergänge aus. Damit wird sogar die Ladekante des Kofferraums optisch verdeckt. Das durchgehende Leuchtband ist ein typisches Merkmal der EQ-Modelle und die LED-Leuchten sehen aus wie eine geschwungene 3D-Helix. Schön und schick geht es natürlich in der ersten Reihe zu, speziell wenn das optionale MBUX Hyperscreen-Display geordert wurde, das bis zum Beifahrer reicht. Standard ist ein zweigeteiltes Display mit separatem Bildschirm im Cockpit und einem hochkant montierten Touchscreen in der Armaturenbrettmitte. Design und Anordnung der Bedienelemente entsprechen im EQE SUV dem in der Limousine. Auch die Unterteilung der beiden Vordersitze mit der durchgehenden schwebenden Mitteleinheit ist identisch. Die Entscheidung für einen SUV fällt meist in erster Linie wegen der Praxistauglichkeit. Bequemer Einstieg, viel Platz, variabler und großer Laderaum. Viel Platz gibt es vor allem für die Passagiere auf allen Plätzen. Auch hinten ist die Beinfreiheit üppig. Da kommen die über 3 Meter Radstand zum Tragen. Eine etwas kuriose Lösung hat man sich für die steilere Stellung der Rücksitzlehnen bei mehr Platzbedarf ausgedacht. Hierfür muss ein Distanzhalter aus der hinteren Türöffnung ausgeklappt werden, eventuell war eine stufenlose Neigungsverstellung zu teuer. Wisst ihr, was gut zu einem luxuriösen Elektroauto passen würde? Die iQ vom Premium-Wallbox-Hersteller DAZONI. Denn mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und bereits vorinstalliertem MID-Stromzähler ist die DAZONI iQ die ultimative Ladelösung für eure Garage. Und die kann noch viel mehr! Denn mit Over-the-Air-Updates, eingebauten LEDs für zum Beispiel die Ladeanzeige und installierten Boxen habt ihr sozusagen alles in einem vereint. Und mit dem Code Project Drive bekommt ihr die DAZONI iQ auf eautos.de auch noch 150 € günstiger. Also klickt auf den Link in der Beschreibungsbox, schaut euch die Wallbox mal genau an und weiter geht's. Der Mercedes EQE SUV ist 4,86 Meter lang, 1,94 Meter breit und 1,67 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 3 Meter. Den Einstieg wird der EQE SUV 350 mit Hinterradantrieb bilden, der mit einer 215 kW oder 292 PS Elektromaschine vorfährt. Dieselbe Systemleistung erhält das 4MATIC-Modell mit zusätzlichem E-Motor an der Vorderachse. Hier steigt das Systemdrehmoment von 565 auf 765 Newtonmeter. Immer mit Allradantrieb aus 2 E-Maschinen liefert der EQE SUV 500 4MATIC eine Systemleistung von 300 kW oder 408 PS ab. Das maximale Drehmoment liegt bei 858 Newtonmeter. Mit AMG-Label in der Haube markieren die Modelle AMG EQE SUV 43 4MATIC und AMG EQE SUV 53 4MATIC den Top-Level der Baureihe.
Der 43er wird mit 350 kW Leistung bereits für ordentlichen Vortrieb sorgen. Im 53er Modell wird auf Wunsch der Nachbrenner gezündet. Standard sind dort 460 kW oder 626 PS und 950 Newtonmeter. Mit dem optionalen AMG Dynamic Plus Paket wird noch ein bisschen nachgelegt. Dort steht dann ein Race-Start-Modus zur Verfügung, mit dem die Maximalleistung kurzfristig auf 687 PS und das maximale Drehmoment auf glatte 1000 Newtonmeter angehoben wird. Für diese Maximalvariante hat Mercedes auch bereits einen 0 auf 100 Wert verkündet, der bei 3,5 Sekunden liegen soll. Mit dem Dynamic Plus Paket wird außerdem die freigegebene Maximalgeschwindigkeit von 220 auf 240 km/h angehoben. Für die AMG-Varianten werden eigene E-Motoren mit leistungsfähigerer Technik verbaut. Die Basisversionen des EQE SUV sind mit einem Schraubenfederfahrwerk ausgestattet. Optional kommt die Airmatic Luftfederung zum Einsatz, die mit adaptiven ADS Plus Stoßdämpfern ausgerüstet wird. Die Luftfederung erlaubt für Offroad-Fahrten eine Höherlegung um 25 mm auf Knopfdruck. Bei höherem Tempo auf der Autobahn wird der EQE SUV dann automatisch um bis zu 20 mm gegenüber der Normallage abgesenkt, um die Aerodynamik zu verbessern. Die AMG-Modelle sind mit dem AMG Ride Control Plus Luftfederfahrwerk ausgerüstet. Hier kommen außerdem steifere Lager an der Hinterachse zum Einsatz. Das Ride Control Plus Fahrwerk ist mit adaptiven und elektronisch verstellbaren Dämpfern ausgestattet, um je nach Fahrsituation eine sportliche oder komfortable Abstimmung zu erreichen. Gegenüber dem Standard EQE SUV ist der AMG EQE SUV um 5 mm tiefer gelegt. Die beim EQE SUV optionale Hinterachslenkung ist in den AMG-Modellen serienmäßig an Bord. Exklusiv bei den AMG EQE SUVs kommt die Active Ride Control zum Einsatz. Hier wird über je einen Elektromotor pro Achse in den Stabilisatoren gezielt die Stabi-Charakteristik beeinflusst. So kann je nach Fahrsituation die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven verringert oder im Betrieb auf schlechten Wegen der maximale Federweg freigegeben werden. Eine Batteriegröße nennt Mercedes aktuell noch nicht, gegenüber der EQE-Limousine wird sich jedoch eher nichts an dem 90 Kilowattstunden Akku ändern, der mit 10 Batteriemodulen, beim EQS SUV maximal 12 Module, bestückt ist. Für die Wallbox in der Garage und am Arbeitsplatz ist der Onboard-Lader mit bis zu 11 kW Leistung zuständig. Als Aufpreisoption kann ein Lader mit 22 kW Leistung bestellt werden. Im Fernstreckeneinsatz kann der EQE SUV an Schnellladesäulen per Gleichstrom mit bis zu 170 kW aufladen. Die WLTP-Reichweite des EQE SUV wird sich im Rahmen von rund 550 km bewegen, bei den starken AMG-Varianten nicht ganz so weit. Auch der EQE SUV ist mit der Plug-and-Charge-Funktion ausgestattet, mit der man sich an geeigneten Ladesäulen nicht mehr über eine Kundenkarte oder App identifizieren muss. Das Kofferraumvolumen beträgt übrigens 520 bis 1675 Liter. Die Serienproduktion des EQE SUV läuft im Dezember 2022 an. Wie auch der EQS SUV wird er im US-Werk Tuscaloosa in Alabama für den Weltmarkt gefertigt. In Deutschland werden die ersten Modelle im Frühjahr 2023 bei den Händlern stehen. Preislich lässt sich Mercedes aktuell noch nicht in die Karten sehen. Mit einem Basispreis von rund 75.000 € für den EQE SUV 350 mit Hinterradantrieb und einem Top-Level-Tarif von rund 120.000 € für den AMG EQE SUV 53 wird man aber nicht sonderlich daneben liegen. Naja, wieder mal ein SUV. Mercedes steht zwar drauf, aber gebaut wird er in Amerika. Dazu kommt noch die nicht gerade beeindruckende Ladeleistung. Und nicht zu vergessen ein Preis, der nicht unwahrscheinlich bei ca. 100.000 € liegen wird, wenn man ein bisschen Ausstattung haben will. Da muss ich ehrlich gestehen, und nichts gegen Mercedes, das sind immer noch wunderschöne Autos in meinen Augen, finde ich mittlerweile die chinesischen Pendants mit ihrer neuen Technik fast schon interessanter. Vor allem da NIO bald auch mit dem EL7 und dem EC6 mit 150 Kilowattstunden Batterie nach Europa und auch nach Deutschland preschen will. Schaut euch die mal an, meine Videos zu denen verlinke ich euch hier oben rechts. Aber was sagt ihr zum Mercedes EQE SUV? Würdet ihr euch so einen holen? Sagt mir das doch in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr ebenso in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.